Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Gartenrundgang im August. Ich habe heute einen so großen Zeitraum erwischt, in dem es mal nicht regnet. In Berlin regnet es fast durchgehend. Und das sieht man auch im Garten, denn erstens, es wird nur bedingt reif, insbesondere bei den Tomaten. Dafür habe ich sehr viele Gurken, die natürlich von den Blättern alles nicht mehr so richtig toll aussehen. Aber wir werden mal schauen, was ich für Fails und gute Sachen im August habe und vor allen Dingen, was jetzt alles noch zu tun ist, bevor der eine oder andere vielleicht sogar in den Urlaub fährt. Ich mache noch mal eine Radtour mit meiner Familie, da nehme ich euch auch mit. Da könnt ihr gerne schauen. Ich habe nämlich einen Instagram-Kanal und da werde ich wahrscheinlich die einzelnen Etappen der Fahrradtour mit aufzeichnen. Das ist ein bisschen leichter als hier bei YouTube. Ich verlinke euch den Kanal, da könnt ihr ja mal schauen. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Ja, den Eingang zu meinem Garten kennt ihr ja schon. Hier ist das Kräuterbeet. Hier habe ich schon etwas ordentlich runtergeschnitten, denn das Kohlakraut, es war so groß geworden und es wird auch bitter mit der Zeit. Das heißt, das immer wieder abschneiden. Den Salbei hatte ich im Frühjahr richtig kurz geschnitten, weil der kriegt auch sowas wie Mehltau. Ne? Man sieht das so ein bisschen, da hilft es dann einfach, den radikal runterzuschneiden. Und was ich aber noch habe stehen lassen hier in voller Blütenpracht, ist Oregano, einfach weil die Insekten das mögen. Da ich jetzt keinen großen Bedarf gerade habe und das demnächst noch trocknen möchte und auch noch an anderen Stellen welchen habe, habe ich den jetzt mal für die Insekten stehen lassen. Ja, und hier wuchert auch schon der Kürbis. Die Kürbisblätter sehen auch so nicht so mega aus und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, immer weil es so doll regnet, liegt denn hier das Wasser in den Blütenkelchen. Die fällt schon ab. Das heißt, hier könnt ihr das sehen, wie viel Wasser hier drin ist. Wie soll bitte schön eine Befruchtung stattfinden, wenn der Blütenkelch im Wasser steht? Also deswegen habe ich hier viele Blütenkelche auf dem Boden liegen, da es einfach gar nicht zu einer Befruchtung gekommen ist. Es sind keine Insekten unterwegs und der Blütenkelch, hier kann man es schön sehen, liegt einfach vollständig unter Wasser. Ich meine, was hat sich die Natur eigentlich dabei gedacht? Dass es jetzt Ende Juli und Anfang August einfach durchgehend regnet. Diese Blüten sind nicht für Regen gemacht. Was allerdings funktioniert, warte mal, ich gehe mal hier drum rum, sind die Gurken. Die Blätter sehen eher miserabel aus, aber ich habe unzählige Gurken. Hier mal von der anderen Seite. Ich war jetzt einfach 2 Tage wegen des Regens einfach gar nicht draußen und kann jetzt hier 1, 2, 3 Gurken ernten. Und man sieht ein bisschen hier, wie die so ausschauen mit dem Wasser. Und es kommen ganz viele nach. Hier ist es so, dass die Blüte nicht die ganze Zeit im Wasser steht und dadurch auch befruchtet werden kann. Und weil es ja die ganze Zeit regnet, sind natürlich auch weniger Insekten unterwegs. Trotz, dass ich hier nebenan diesen wunderschönen Thymian stehen habe und der auch viele Insekten anlockt. Ihr könnt ja mal sehen, es ist hier fast nichts los. Keine Insekten. Normalerweise ist hier alles voll, weil es einfach so viel regnet, die kommen ja kaum noch aus ihrem Zuhause raus. Echt traurig. Ja, bei der Gurke sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Da unten ist noch eine kleine. Ja, ansonsten habe ich ja auch noch Gurken im Gewächshaus. Denen geht es auch recht gut. Können wir gleich noch mal gucken. Was hingegen, hier wächst die mexikanische Minigurke. Die muss noch ein bisschen wachsen. Da fehlt einfach ein bisschen Sonne, muss man sagen. Tomaten, wild gewachsen, aber wird zwar rot, immerhin, aber platzt auf. Der große Nachteil vom Regen, dass die Früchte im Außenbereich aufplatzen, aber schmeckt gut. Oder halt, wie hier, einfach gar nicht reifen. Auch hat sich hier auch wild ausgesamt. War hier so eine veredelte Sorte letztes Jahr. Und na, da ist was reif. Ah, ich sehe es. Guck. Da kann man was ernten. Kleinigkeiten. Hier wächst eine Süßkartoffel, die wuchert, das darf die. Und ein bisschen
Salat und Melone, aber auch da bildet sich momentan noch keine Frucht, keine großartige Blüte. Und was aber dem Wetter gut tut, ist hier schon für den Herbst der Rosenkohl. Für den Herbst-Winter, den ganz gut, den muss ich jetzt mal ein paar Stückchen dran machen. Ach ja, rote Beete habe ich übrigens schon geerntet und habe schon 1, 2, 3 Gläser eingeweckt. Denen geht's gut. So viel Grün. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen größer werden. Und dann geht es wieder ans rote Beete einkochen. Wer das Rezept wissen möchte, das verlinke ich euch mal unten. Und da packe ich euch einfach mal so ein Rezeptkärtchen rein, wie ich die rote Beete einwecke. Mache ich eigentlich immer gleich nach dem Rezept meines verstorbenen Großvaters. Und wenn euch das gefällt, bei mir auf dem Kanal kann man jetzt auch solche Super Thanks aktivieren. Und dann würdet ihr mich quasi entlohnen für meine Arbeit. Hier wächst eine Nashi-Birne. Der geht sehr gut. Die wird jetzt nur noch einfach ein bisschen größer. Noch sind die Früchte ein kleines bisschen klein, aber die hat noch ein bisschen Zeit, größer zu werden. Was dem Wetter überhaupt nicht schadet, also was richtig gut läuft, ist natürlich Kürbis. Nein, ich meine nicht Kürbis, ist Zucchini. Da habe ich schon einiges geerntet. Hier hinten ist sogar so eine runde Zucchini. Die werde ich wohl heute gleich mal mitnehmen. Ich zeige euch nachher mal das, was ich heute so ernte. Ja, ich weiß nicht, die mexikanische Minigurke wächst hier auch noch mal. Und die ist voll süß. Die hat so ganz kleine Blüten und bildet dann auch kleine Früchte. Die ist aber auch spät dran. Hier ist eine Frucht. Die ist spät dran, weil einfach das Wetter so nicht will. Hier nochmal rote Beete, hier Physalis und hier, seht ihr das? Eine riesige Tomate, die auch nicht richtig grün werden will. Die nicht richtig rot werden möchte. Die hat jetzt hier die erste richtig rot-orange gewordene Frucht. Da freue ich mich sehr. Aber die anderen Früchte voll behangen, aber grün. Ach, guck mal, jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Hallo Clara. Das ist aber schön, dass du mich beehrst. Ja. Ich sehe, auf der Kamera wirkt das alles immer sehr wust. Alles voll grün. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Ja, hier rankt die Physalis schön lang. Die Physalis, die braucht ihr immer ein bisschen. Hier hängen auch schon Lampignons. Mal die Tomate weg. Und wie man sieht hier, sobald der Lampignon so knusprig wird und so wirklich wie so ein dünnes Stück Papier und sehr vertrocknet aussieht, dann kann man die ernten und essen. Dann ist sie reif. Aber nicht, wenn sie so grün ist. Dann lassen wir sie noch schön hängen. Die sind sowieso meistens erst im Spätsommer zu essen. Ja, ich würde die jetzt auch noch ein bisschen hängen lassen. Die ist noch nicht so richtig knusprig. Die ist noch ein bisschen weich. Jetzt mal mit einer Schere bewappnet und einem Eimer. Und wir gehen jetzt mal zur Beerenlandschaft, zum Beerenbeet. Denn hier ist auch einiges zu tun und das muss ich jetzt wirklich machen, sonst wird es zu spät. Und zwar sind ja hier die roten Johannisbeeren auf diesen Stäben und die haben wir ja wunderbar geerntet und auch super gegessen. Und, während dieser Baum frisch gepflanzt ist, muss er auch gar nicht ausgedünnt werden. Der ist noch relativ jung. Habe ich hier eine rote Johannisbeere, die sehr dicht ist. Und hier werde ich jetzt ein paar Äste rausholen. Ich hole immer die ältesten raus. Nicht zu viele, aber auch nicht zu wenig, sodass genug Luft ist und dass genug Platz ist wieder, um im nächsten Jahr wieder reichlich zu tragen. Das ist also auf jeden Fall das, was jetzt noch gemacht werden sollte, wer es jetzt nicht schon gemacht hat.
Da bin ich auch nicht so zimperlich. Die sich überkreuzen, die so eher so Wasserschosse sind, so wie beim Apfelbaum. Hier ist auch so einer wirklich sehr lang geschossen. Da war auch keine Frucht dieses Jahr dran. Die kommen raus, sodass mehr Luft und Platz für die Früchte nächstes Jahr ist. So, jetzt ist es deutlich luftiger. Ich habe ein paar von den älteren Trieben rausgenommen. Und so gehe ich jetzt mal weiter. Hier unten habe ich nämlich noch eine. Hier habe ich eine Stachelbeere, eine rote Stachelbeere, die ich auch schon lange nicht mehr gut geschnitten habe. Zur richtigen Zeit. Und da kommen jetzt wirklich mal diese eher baumartigen Triebe raus. Die hat dieses Jahr auch nur an einem Ast wirklich getragen, aber war lecker. Deswegen einfach mal wieder radikal kürzen, damit die Tragkraft gesteigert wird. So, das habe ich jetzt auch deutlich ausgelichtet. Kommen wir noch zu der anderen Stachelbeere hier hinten. Die ist auch so hochstammmäßig. Die muss auch noch ein bisschen Äste lassen. Die sitzt nämlich, das ist sehr eng und es ist sehr pieksig. Ja, kommen wir mal zu dem traurigen Moment. Und zwar hier, man kann es gut erkennen und das ist leider nicht das erste Jahr, dass mir das passiert. Der Wein, den ich hier, der wirklich hier gut kommt und der hier in der vollen Sonne steht, der verträgt überhaupt kein schlechtes Wetter. Der ist komplett mit Mehltau zu. Den kann ich auch nicht mehr retten. Den muss ich jetzt abschneiden, die Reben. Und ich denke mal, dass ich mir auch einfach eine neue Sorte hierher setzen muss. Der ist schon sehr alt, hat hier auch einen krassen Stamm. Habe ich auch von dem Vorgänger übernommen. Eigentlich schön wüchsig, groß, tolle Blätter, aber Mehltau ohne Ende. Wenn ihr mir eine Sorte empfehlen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Ich hätte schon gerne eine neue Traube hier, aber eine, die halt auch in Berlin was wird. Denn die Sonnenstunden hier sind halt bei uns jetzt nicht so krass wie in der Pfalz. Ja, ich nehme jetzt die Beeren ab, pack die weg. Puh, Insekt. Pack die auch nicht auf den Komposthaufen, damit der Mehltau sich nicht gleich dann überall vermehrt. Ich weiß gar nicht genau, wie das ist, ob das sich dann in der Erde... ich glaube schon. Was sagt ihr? Ich glaube schon. Also ich packe es lieber in die Tonne, damit ich das nicht im ganzen Garten verteile. Schade drum, aber muss jetzt leider weg. Ja, und damit, der Wein ist jetzt geerntet und leider ist alles im Müll gelandet. Zeige ich euch noch ganz schnell. Oh je. Ich habe ja einen riesigen Wasserschaden im Garten gehabt. Der ist jetzt schon so ein bisschen provisorisch repariert. Unter diesem Fake-Brunnen ist hier, und man sieht es jetzt nicht, aber hier an dieser Leitung waren mehrere Löcher. Und jetzt haben wir das repariert. Jetzt kommt aber morgen nochmal jemand, der mir hilft, hier nochmal ein T-Stück reinzusetzen, damit dann später doch wieder hier auch ein Brunnen stehen kann. In der Zwischenzeit habe ich hier jede Menge Erdhaufen. Das habe ich auch schon auf Insta gezeigt, wie schlimm das hier aussieht. Aber das ist halt so, ne? Es gibt immer irgendwelche Projekte. Ja, die Butterwiese, der geht's richtig gut. Hier sind sehr viele Blühpflanzen, aber keine Insekten. Nur keine Insekten leider. Und was ich euch noch zeigen wollte,
ist jetzt im Gewächshaus, wie der Status hier so ist. Auch hier die Blätter von der Gurke sehen jetzt nicht so wahnsinnig rosig aus. Aber die Ernte ist dafür. Oh, warte, Spinne. Fokus. Auf jeden Fall wachsen hier die Schlangengurken sehr gut. Da habe ich auch schon richtig viele von geerntet. Hier sind die in allen möglichen Stadien. Und die kann vielleicht noch ein kleines bisschen zulegen. Die werde ich wahrscheinlich morgen dann alle runterholen, die jetzt gerade da sind. Ach ja, und hier vor dem Gewächshaus hatte ich ja den Mais gepflanzt und der ist schon richtig groß geworden, blüht und wie man sieht, ist hier auch schon ein kleiner Baby-Maiskolben. Die anderen müssten jetzt demnächst auch mal kommen. Mal schauen. Hier sieht man, was ich jetzt übrigens auch noch mache. Das ist eine Stockrose, die beim Nachbarn auf dem Grundstück steht. Aber was man, glaube ich, hier gut sehen kann, weil bei meiner ist es schon ein bisschen älter ist, am besten jetzt hier die Samen ernten und gegebenenfalls in die Erde bringen. Ich zupfe mir da einfach jetzt mal 2 Stände ab, denn das hier ist ein wunderschönes Rot und die werde ich jetzt gleich mal auspulen und in Samentütchen tun. Ja, den Samen, den kann man hier einfach auspulen. Der sieht dann so aus. Ich habe hier auch schon in diesem Töpfchen noch ein paar Sorten. Die Farbe ist dann auch egal. Ich mische die dann, ist nicht so schlimm. Und da gibt es jetzt 2 Varianten. Entweder man bewahrt die jetzt für den Frühling auf oder du setzt sie jetzt schon in die Erde und dann hat es noch Zeit. Dann kommt jetzt auch schon das Pflänzchen raus. Und kann sogar sein, dass es nächstes Jahr auch schon zur Blüte kommt. Das kommt jetzt ein bisschen aufs Wetter an. Also ich werde jetzt einen Teil davon in ein Samenbeutelchen machen und einen Teil schon in die Erde bringen. Das machen wir gleich gemeinsam. Und das gleiche mache ich auch mit den Ringelblumen. Die kommen eigentlich ja im Garten oft da, wo man sie gar nicht erwartet. Aber ich habe jetzt auch Samen genommen. Dann kann ich auch so um den Garten drumherum und auf irgendwelchen Wegen ein paar Samen verstreuen. So, und dasselbe mache ich hier. Das ist noch Malve. Die habe ich auch gepflückt. Die bewahre ich auch für nächstes Jahr. Damit ich aber eine bessere Kontrolle habe, werde ich ein paar auch vorziehen. Dann kann ich nämlich sehen, ob das Saatgut überhaupt aufgeht. Wenn ich das jetzt im Freien mache und dann merke, es kommt nichts, dann weiß ich hier an meiner Probe auch, woran es liegt. Und wenn die Probe aufgeht, kann ich die immer noch ins Beet setzen. Ich mache das viel zu eng, weil ich setze sie dann einzeln. So habe ich es ein bisschen unter Kontrolle. Ja, hier sind die Tomaten und man kann sie mit dem Grünen kaum erkennen, weil sie nach wie vor alle noch grün sind. Ich hoffe jetzt einfach mal auf nächste Woche, dass es dann ein bisschen sonnig ist. Ohne Sonne nix rot.
So, ich hoffe, euch hat dieser Rundgang Anfang August in meinem Schrebergarten gefallen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Deswegen auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen, sonst verpasst ihr das nämlich. Und ich drücke jetzt die Daumen euch und mir, dass die Sonne schön scheint und wir bald eine ganz, ganz tolle Ernte haben und gemeinsam die Tomaten einkochen und haltbar machen können im nächsten Video.